Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Du kannst dein Blockflötenstück eigentlich gut spielen, aber zwischendurch musst du ja irgendwo atmen und das bringt dich dann immer wieder aus dem Takt. Ja, Sigrun hatte gefragt, kannst du mal ein Video dazu machen, wie ich nicht aus dem Takt komme durch mein Einatmen im Stück. Das Einatmen müssen wir irgendwie oft an Stellen machen, wo wir es so gar nicht gebrauchen können. Wobei die Frage ist hier, kannst du es da wirklich nicht gebrauchen? Das wollen wir erstmal rausfinden. Es macht nämlich einen Unterschied, ob du deine Atemzeichen willkürlich setzt oder nach Bedarf, wann du denkst, du musst da wieder einatmen. Oder ob du es an musikalisch sinnvollen Stellen machst. Musikalisch gesehen macht das Einatmen an Stellen Sinn, wo du es zum Beispiel auch beim Sprechen tun würdest. Du kennst das ja sicher, wenn jemand ohne Punkt und Komma redet, dann hört man gar nicht so gerne zu. Entweder geht der Inhalt der Rede dann hier rein, hier raus, oder es nervt einfach. Oder man ist einfach überfordert mit dem Inhalt. Man kann das alles gar nicht richtig aufnehmen und verarbeiten. Und so ist es in der Musik auch beim Blockflötenspiel, aber bei allen Instrumenten. Ich muss spielen mit Punkt und Komma und Bindestrichen und Doppelpunkten, sinnbildlich gesehen. Sonst ist mein musikalischer Ausdruck einfach nicht da, er ist nicht ausreichend. Ja, es rauscht irgendwie am Zuhörer vorbei. Und genauso brauchen in der Musik alle Dinge, die ich sage, also die Geschichten, die ich mit meiner Musik erzähle, die einzelnen Bestandteile der Geschichte, die ich erzählen möchte, die brauchen alle ihren Raum und ihre Zeit, um beim Zuhörer verarbeitet zu werden und wirklich gehört zu werden. Sodass auch wieder Aufnahmefähigkeit da ist für das nächste, was ich dann erzähle. Also um konkret zu sein, ich muss mir Zeit lassen zwischen den einzelnen Phrasen und Abschnitten. Und da, wo das musikalisch gesehen Sinn macht, weil der Notentext mir sagt, hier wurde jetzt was zu Ende geführt, hier beginnt ein neuer Gedanke, da sollte ich mir Zeit nehmen und diese Zeit, angenehmer Nebeneffekt, kann ich dann nutzen zum Einatmen. Ich würde also an eurer Stelle so herum an die Sache herangehen, erstmal zu schauen, wie ist die Struktur meines Stückes, wo sind einzelne Abschnitte, wo sind Phrasen, wo klingt etwas wie eine Frage mit einer dazugehörigen Antwort. Und
und würde erstmal gar nicht ans Einatmen denken, sondern mir das erstmal klar machen, auf jeden Fall auch markieren in den Noten, sodass ihr es optisch auch vor euch habt. Dann gucken, wo kann ich denn dann gleichzeitig auch einatmen. Und ich habe ja gesagt, es ist wie beim Sprechen, es gibt Punkt und Komma. Es gibt Stellen, die sind wie eine ganz kurze Zäsur, eine kurze Pause, danach geht es aber noch weiter. Und dann kommt erst das Ende der Phrase. Also man könnte sagen, in der Mitte war ein Komma und am Ende ist ein Punkt. Dann wisst ihr also für euer Einatmen, ich habe in der Mitte Kurzzeit, um ein bisschen Luft einzuatmen, und am Ende kann und sollte ich in aller Ruhe nochmal ganz neu einatmen. Wenn ihr jetzt wie Sigrun zum Beispiel schon sehr fortgeschrittene, sehr schnelle, virtuose Stücke spielt, dann habt ihr manchmal nicht die Gelegenheit, einen großen Einschnitt irgendwo zu machen. Da hilft es sehr, wenn ihr viele kleine Gelegenheiten zum Einatmen nutzt, wenn ihr zum Beispiel sowieso Staccato-Töne zu spielen habt. Wie ihr das ja von mir kennt, benutze ich ich nenne das immer die niederländische Fischmaultechnik, mit ganz vielen Luftschnappern zwischendurch, auch um das Timing gut zu gestalten, also Töne genau da abzuschließen, wo ich möchte, und auch das Timing kurzer Töne sehr präzise machen zu können. Und wenn man das nutzt, um immer so ein klein wenig Luft auch bei Bedarf einzuatmen, dann kommt man nie in ein Atemdefizit und kann dann auch längere Strecken mühelos spielen, ohne dass man das Bedürfnis hat, ich muss jetzt mal richtig tief einatmen. Natürlich kommt dann irgendwann auch wieder ein Punkt, wo ein größerer Einschnitt ist, ein Punkt sozusagen. Und da kann ich das ja nutzen, um mich nochmal Tiefen zu reinigen, was den Atem angeht, und nochmal richtig durchzuatmen. Wenn ihr jetzt aber auch ein einfacheres Stück habt, wo die Phrasen ganz deutlich sind und ihr wisst, naja, ich kann ja nach 4 Takten atmen oder nach 8 Takten. Und das ist ja theoretisch alles klar. Und trotzdem kommt ihr außer Atem beim Spielen, also eure Luft reicht nicht. Dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass ihr euch zum Einatmen nicht genug Entspannung gönnt und auch nicht die Zeit gönnt. Also das erlebe ich immer wieder bei Schülerinnen und Schülern, dass sie vor allem denken, sie haben die Zeit nicht, in Ruhe einzuatmen. Dabei atmet ein Musikstück auch. Das ist ganz wichtig. Es muss atmen, und auch wenn ihr mit einer Begleitung spielt, dann muss die Begleitung auch mitatmen und sich die Zeit nehmen. Es kann aber auch sein, dass ihr die Zeit abwartet quasi, aber nicht entspannt einatmet. Ihr müsst also auch bei diesen Punkten im Notentext sozusagen, bei diesen echten größeren Päuschen, bewusst entspannen. Sonst habt ihr das Gefühl, ich habe doch versucht einzuatmen, aber das bleibt dann ganz hier oben stecken irgendwo und geht nicht wirklich tief in den Körper rein. Und dann gibt es diesen Effekt, den ihr vielleicht kennt, dass ihr das Gefühl habt, ihr platzt fast und trotzdem reicht eure Luft nicht aus. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, das heißt, glaube ich, platzt du vor Luft oder platzt du gleich. Das hat damit zu tun, dass ihr angespannt seid, hier vorne im vorderen Brustbereich. Also versucht euch erstmal klar zu machen, ich habe die Zeit. Und dann, wenn ihr einatmet, achtet auch darauf, dass ihr entspannt für diesen Moment. Es kann auch sehr helfen, dass ihr die Melodie mal singt oder sprecht. Ich weiß, ihr könnt alle nicht singen. Das ist, was alle dann immer sagen. Ich kann nicht singen. Ich kann auch nicht singen. Ja, wir gehen heute Kartoffeln säen. Können wir dann übermorgen ernten? Ja, das machen wir besser nicht.
größter Blödsinn, den ich hier gerade singe. Ja. Es geht auch nicht um schön singen. Ihr könnt das ja auch alleine im Kämmerlein machen. Aber es geht darum, dass ihr vielleicht mal mit einem selbsterdachten Text euch die Phrasen klar macht und auch beim Sprechen oder Singen dann merkt, aha, hier atme ich ein und hier kann ich auch richtig gründlich einatmen. Und dann ist es leichter, das auch auf euer instrumentales Spiel zu übertragen. Also ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Ihr solltet euch erst die gesamte Struktur eures Stückes klar machen. Also gucken, wo sind Abschnitte, wo geht ein Gedankengang zu Ende und beginnt ein neuer und euch das markieren. Auch wenn ihr da nicht ganz sicher seid, passt das jetzt hier, immer besser, das mal zu versuchen, als es ganz zu lassen. Und dass ihr dann erst guckt, wo kann ich atmen? Das wird hauptsächlich an diesen Stellen sein, wo auch die Einschnitte in der musikalischen Gestaltung sind. Und vielleicht reicht das nicht, dann macht ihr noch ein paar zusätzliche rein. Dann ist wichtig, dass ihr diese Zeit und Entspannung auch nehmt, da wo es möglich ist. Und wenn es größere, komplexere Stücke mit längeren Passagen ohne große Einschnitte sind, dass ihr kleine Möglichkeiten nutzt, um schon mal Luftvorrat aufzubauen. Die beste Grundlage dafür ist natürlich eine gut ausgebildete Atemstütze, eine Zwerchfellatmung. Und diejenigen unter euch, die meinen Video-Online-Kurs schon gemacht haben, Block für the Next Level, die wissen, dass das da drin von Grund auf und sehr Schritt für Schritt und sehr gut trainiert wird. Und auf diesen Videokurs könnt ihr ja Tag und Nacht jederzeit zurückgreifen und wieder dran üben. Das geht euch also nicht verloren. Und für die Anfänger unter euch, die Einsteigerkurse sind auch so gemacht, dass ihr auf jeden Fall nichts falsch machen könnt mit eurem Atem von Anfang an und so nach und nach auch eine Atemstütze aufbauen könnt. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt diesmal. Eure Erfahrungen, eure Fragen, eure Wünsche. Und ja, hoffe, dass ihr jetzt erstmal gut durchatmen könnt und gut einatmen könnt. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und natürlich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.